fahre nächstes Jahr auf jeden Fall zum Weltjugendtag nach Krakau, weil ich leider schon beim letzten Weltjugendtag in Rio war ich leider nicht mit, da konnte ich nicht mit, aber in Madrid war ich und es war einfach ein so großes Erlebnis und so eine Erfahrung, also insgesamt ganz viele tolle Erfahrungen, dass es auf jeden Fall nach Krakau muss, vor allem weil es eigentlich total um die Ecke ist, nebenan direkt. Und genau, ich fahre auf jeden Fall hin. Also vielleicht allgemein zum Weltjugendtag, was mir besonders gefällt, ist einfach, dass es so viele also wirklich junge Menschen gibt, die den Glauben leben und zusammenkommen aus der ganzen Welt, weil wenn man hier in Deutschland ist, hat man manchmal das Gefühl, okay, irgendwie es gibt ein paar Leute, die glauben, aber so viele sind das nicht. Es gibt auch sehr viele Gruppen, aber die muss man halt erst finden und kennen. Und auch wo man die finden kann, um den Glauben zu leben. Und wenn man beim Weltjugendtag ist, ist einfach die ganze Stadt, in der der Weltjugendtag ist, einfach voll mit jungen Menschen. Man läuft durch die Straße und trifft irgendwelche Leute, die man gar nicht kennt und man weiß, die glauben auch an Jesus und es ist total cool. Und zum Beispiel ein besonderes Erlebnis, das ist auch immer wieder passiert in Madrid damals beim Weltjugendtag, was sehr schön einfach war. Dass wir in Madrid waren, ist man halt immer oftmals durch die Orte mit der U-Bahn gefahren und dann kamen wir in eine U-Bahn rein mit unserer Gruppe und da waren, ich weiß es gar nicht mehr, irgendwelche Brasilianer oder Spanier oder sonst, ich weiß gar nicht mehr welche Länder, weil da sind wirklich immer alle vertreten und die hatten irgendwie eine Gitarre mit und wir hatten auch eine Gitarre mit und dann noch irgendwie eine Klarinette und dann fingen die auf einmal einfach an Musik zu machen und haben irgendwie gesungen. Und wir haben dann einfach mitgemacht und haben dann getanzt und während wir in der Bahn gefahren sind, haben wir einfach voll die Party gemacht und das war so cool und es war einfach mega cool, weil es war total spontan. Wir sind halt einfach nur irgendwo hingefahren, irgendwie zur nächsten Messe oder so und dann haben wir einfach total gefeiert in der Bahn und das ist so cool und eigentlich ist beim Weltjugendtag das die ganze Zeit so. Also es ist einfach so eine Freude die ganze Zeit da. Bei den Messen, auf den Straßen, wenn man essen geht, man ist einfach, also es ist wirklich die ganze Zeit Leben einfach da und das Leben ist einfach da, weil die jungen Menschen da sind und den Glauben leben, weil wenn die den Glauben nicht hätten, wären die nicht da und ich kann wirklich jedem nur empfehlen, einfach mitzufahren, da offen für zu sein, seine Freunde, Bekannte einzuladen, gerade auch die noch nicht da waren, weil ich glaube, alle, die schon mal bei dem Weltjugendtag da waren, werden sowieso kommen. Man muss einfach mitfahren und die Erfahrung gemacht haben und die Erfahrung jetzt machen. Das wird echt cool. Kommt nach Krakau. Also ich habe das Glück, dass ich einige Freunde auch eben in der Uni sogar kennengelernt habe, mit denen ich mich wirklich gut über den Glauben austauschen kann. Also ich merke, mir hilft das einfach, weil ich durch das Gespräch mit anderen auch auf neue Gedanken und Impulse komme, auf die ich sonst gar nicht kommen würde. Und dass ich selber auch wieder Dinge hinterfrage, auch in meinem Glauben und dadurch aber sozusagen noch tiefer in den Glauben komme. Genau. Ich glaube, dass die Dinge, mit denen sich der Glaube beschäftigt, die Leute nicht nur interessiert, sondern wirklich angeht. Weil im Glauben geht es letztlich um den Menschen. Es geht um die Beziehung von Gott und Mensch, von Mensch und Mensch. Von einem selbst, es geht um einen selbst auch im Glauben und das geht jeden Menschen an. Ja, es haben sich einfach viele Dinge geändert, dass sich die Menschen viele Fragen gar nicht mehr stellen, vielleicht auch nicht mehr stellen möchten. Aber es gibt manchmal Situationen oder Momente, wo man diese Dinge sozusagen anspricht oder aus Versehen, sag ich mal, auf diese Dinge stößt und dann merkt man, okay, das spricht die Menschen wirklich an. Die wollen dann irgendwie nicht drüber reden oder die sind dann auf einmal still, weil sie merken, okay, irgendwie geht mich das wirklich an. Und